Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Velocity Systems, der Summit 30 Backpack. Wir waren auf der diesjährigen SHOT Show natürlich wieder bei Velocity Systems-Mayflower. Wer die eine oder andere Firma kennt und sich immer schon mal gewundert hat, wie die Namen zusammenhängen, das haben wir auch mal hinterfragt. Mayflower Research and Consulting gab es früher immer die Chestrix genau unter diesem Label. Das ist auch der Besitzer oder einer der Besitzer, der Travis, der die Chestrix designt hat. Der ist auch selber Veteran und war überall schon im Einsatz, wo man sich nur denken kann. Super cooler Typ, by the way. Und der hat sich irgendwann mit der Firma Velocity Systems zusammengetan, einfach weil er mit seiner kleinen Firma zwar die guten Ideen hatte, aber eben die Produktionsmengen nicht realisieren konnte. Und deswegen ist er an Velocity Systems herangetreten, die dann quasi die Produktion übernommen. Das heißt, wenn ihr so ein Produkt bekommt von Velocity Systems, habt ihr meistens auch ein Label drin, designed by Mayflower, nur dass ihr mal den Zusammenhang verstanden habt. Der Summit 30 ist einer der 3 Rucksäcke, die Velocity Systems Mayflower im Sortiment hat. Der kleinste Rucksack ist der 24-Stunden Assault Pack, 24-Hour Assault Pack. Und dann gibt es noch einen 48-Hour Assault Pack. Das sind quasi beides Assault Packs, die zum Teil auch dafür designt sind, am Plattenträger getragen zu werden. Und für den etwas erweiterten Einsatz gibt es dann den Summit 30. Den gibt es auch nochmal als Alpine-Version, wo dann quasi nochmal zusätzliche Halterungen für Ski und sowas mit dabei sind. Aber die Basis-Grundversion ist hier der Summit 30. Und da wir den auch noch nicht vorgestellt haben, haben wir uns gedacht, wir stellen ihn euch mal vor. Vom Design her wird er vielleicht vielen bekannt vorkommen oder zumindest mal die Form erinnert vielleicht an den Arc'teryx Kart oder den Tasmanian Tiger Modular Pack 30. Tatsächlich gibt es den Rucksack auch schon sehr, sehr lange. Ist quasi so mit der Zeit, wo der Arc'teryx Kart auf den Markt gekommen ist, hat Velocity Systems den auch entwickelt. Und der Gedanke dahinter war natürlich, einen schlanken, alpinen Rucksack zu haben. Man hat ja häufig im Militär eher so diese kurzen, eher breiten und tiefen Rucksäcke, die man für längere Einsätze sieht. Und der Velocity Systems Summit 30 ist eher so wie ein typischer ziviler Alpin-Rucksack designt, der halt schön schlank und flach am Körper liegt und eben dann vom Volumen her doch noch mal ein bisschen mehr Stauraum für erweiterte Missionen bietet. Gehen wir einmal kurz über die Spezifikation. Den Pack gibt es hier nur in dieser Größe. Das ist der, wie der Name schon sagt, Summit 30. 30 Liter Volumen hat er, wiegt leer 1590 Gramm, wobei ungefähr 200 Gramm auf die Alustreben zurückzuführen sind, die im Tragesystem vorhanden sind. Die kann man auch rausnehmen, dann könnte man sich nochmal 200 Gramm sparen, falls man da Wert drauf legt. Kommen wir dann gleich zu, wenn wir uns das Tragegestell anschauen. Und von den Maßen her hat er 58 cm in der Höhe, 30 cm in der Breite und 20 cm in der Tiefe. Also auch da kein großer Unterschied zum Modular Pack von TT oder auch zum Arc'teryx Kart. Von der Ausstattung her hat man hier auch gesagt, wir wollen keinen Molle-Bomber, sondern wirklich nur dort Molle- oder Paltschlaufen beziehungsweise auch Daisy-Chain, wo es notwendig ist, wirklich aufs Minimum reduziert, um ein total schlichtes Design zu haben. Man hat hier auf der Front, wie ich es eben schon gesagt habe, zweimal Daisy-Chain in der vertikalen Ausführung, um hier eben zum Beispiel mit Bungee-Cord Sachen befestigen zu können. Ihr habt hier an den Seiten 3 Reihen Pals auf jeder Seite, um dort nochmal Taschen anbringen zu können. Das Einzige, was uns hier fehlt, unserer Meinung nach, wären hier nochmal Einschübe für Flaschen an der Außenseite. Könnte man aber natürlich dann hier über die Paltschlaufen realisieren, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Und dann sind hier nochmal 2 Kompressionsriemen oberhalb und unterhalb, um den Rucksack eben zusammen komprimieren zu können. Hier ganz unten findet man nochmal eine Gear Loop. Die kann man natürlich auch zum Rausheben des Rucksacks aus einem Auto oder sonst wo verwenden, aber primär gedacht sind sie tatsächlich für den alpinen Einsatz, um hier eben dann Karabiner oder andere Gegenstände, die man zum Bergsteigen braucht, einhängen zu können. Das habt ihr auf jeder Seite einmal. Und hier auf der Front wäre auch noch mal einer, wobei die auf der Front ist tatsächlich wirklich dann zum Anheben des Rucksacks gedacht. Gerade dann auch in Kombination mit der auf der Rückseite, dass ich wirklich den Pack hier hinten und vorne nehmen kann und hochheben kann. Bleiben wir bei den Palschlaufen. Die haben wir nochmal hier auf der Unterseite, auch in der vertikalen Ausführung von ganz hinten bis ganz vorne. Das heißt, ihr seid sogar hier in der Lage, dann
von vorne oder von unten nochmal eine Jacke oder auch eine Isomatte anbringen zu können, so dass sie eben nicht stört. Viele bemängeln ja auch, wenn man die Isomatte unten befestigt, dass die dann immer im Dreck steht und wollen dann lieber, dass der Rucksack im Dreck steht. Die können dann die Isomatte vorne anbringen. Also das ist dann ganz nach euch. Zum Schluss an Feature-Vielfalt sind hier vorne nochmal 2 Webbing-Loops zu finden. Auch da kann ich nochmal Ausrüstung, Karabiner oder etwas anderes einhängen. Wo ich hier auf jeden Fall einen Verwendungszweck sehe, ist, wenn ich gerade nochmal mir die Unterseite anschaue, hier ist nochmal ein D-Ring, der momentan für mich keine Funktion hat und ich auch jetzt leider versäumt habe, auf der Messe zu fragen, für was dieser D-Ring ist. Aber ich könnte mir zum Beispiel hervorragend vorstellen, hier Gurtband durchzuführen, das dann V-förmig hier oben an diesen beiden Slots einzuhängen. Dann habe ich hier wie so ein Bikini geschaffen, das unten eingehängt ist, um dann eben auch nochmal einen Helm befestigen zu können. Ich denke mal, das ist so das Logischste, für was es gut ist. Ja, Molle natürlich auch, beziehungsweise PAL-Schlaufen auf der Oberseite. Die sind ein bisschen schmäler als reguläre PAL-Schlaufen, aber auch ein bisschen breiter als Daisy-Chain. Aber auch da hättet ihr nochmal die Möglichkeit, oben was hinzuzufügen. Tragegestell. Hier habt ihr 2 extrem schlanke Tragegurte, also schlank im Sinne von dünn, nicht breit, denn das ist immer so der Punkt. Entweder man macht einen Tragegurt schön breit, damit er viel Auflagefläche hat, oder man macht ihn extrem fett, um eben dann die Polsterung zu realisieren. Hier hat man einen relativ breiten Gurt gewählt, der relativ dünn ist, um dann eben auch mit anderer Ausrüstung wie Chestrix oder ähnlicher militärischer Ausrüstung auch über einen Plattenträger gut funktionieren zu können. Das Ganze ist hier mit Fastex-Verschlüssen auch zum Schnellabwurf geeignet. Und natürlich wie immer vorhanden D-Ringe, ein höhenverstellbarer Brustgurt. Hier nochmal Velcro One Wrap, um Gurtband zu befestigen. Auch elastische Schlaufen sind da, um dann zum Beispiel einen Trinkschlauch führen zu können. Und ganz wichtig, hier oben drauf nochmal über den Tragegurten die Lastenkontrollriemen. Die zeige ich mal hier so von der Seite. Das heißt, da könnt ihr auch nochmal gute 3 cm überbrücken und den Rucksack schön an euren Rücken heranziehen. Die Rückwand ist komplett slick gehalten. Das heißt, hier hat man wirklich den Fokus drauf gelegt, dass es auch mit dem Plattenträger gut funktioniert. Nichtsdestotrotz ist hier ein leichtes Polster eingearbeitet. Das heißt, man hat auch den Komfort ohne einen Plattenträger. Und man hat auch einen integrierten Beckengurt, was ich hier sehr schön finde. Der ist von der Dicke her auch sehr dünn gehalten. Das heißt, ich kann ihn auch, wie ihr es jetzt hier sehen könnt, schön wegpacken, wenn ich ihn gerade mal nicht benutzen möchte, ohne ihn dann aber abbauen zu müssen. Ja, das heißt, ihr könnt ihn dann jederzeit herausziehen, wenn ihr ihn braucht. So sieht er aus. Aber er ist auch komplett entnehmbar, das heißt, der ist mit Klett hier hinten drin befestigt. Ich ziehe ihn jetzt mal nicht raus, aber der lässt sich komplett entnehmen und dann hättet ihr eben auch die Option, wenn ihr das so machen wolltet. Die Gurte selbst. Hier mal lang machen, dass man das gut sehen kann. So. Die werden hier auch nochmal mit einem Kontrollriemen, können die hier auch nochmal an den Pack herangezogen werden, beziehungsweise ich kann mir den Rucksack an den Beckengurt heranziehen und der Verschluss des Beckengurts selbst ist mit einem Pull-Forward-Design. Das heißt, wenn ich hier meinen Fastex-Verschluss vorne verschlossen habe, dann kann ich die Gurte nach vorne ziehen und mir so den Beckengurt dann schön an den Bauch oder an die Hüfte, besser gesagt, heranziehen. Das eigentliche Tragestell zeigen wir euch, wenn wir in den Rucksack reingehen, was wir jetzt auch fast gleich tun, denn wir gehen jetzt schon an die Features. So, wir haben hier einmal ein Topfach, das sich zur Rückenseite hin öffnen lässt. Das ist nicht dabei, das habe ich jetzt als Füllung genommen. In diesem Topfach ist dann nochmal eine unterteilte Tasche, die ist von der Größe her genau richtig für eine kleine Geldbörse oder eben für Schlüssel oder sonstige Gegenstände, die man nicht verlieren möchte. Nochmal mit einem Zipper geschützt das Ganze. YKK wird hier übrigens eingesetzt. Und hier ist auch nochmal eine kleine Schlaufe, um dann eben auch Material gegen Verlust zu sichern mit einer Dummy-Cord. Die Tasche ist vom Volumen her groß genug, um auch eine kleinere Windjacke oder sowas transportieren zu können. Also da ist auf jeden Fall genügend Platz. Das Hauptfach lässt sich auch mit 2 YKK-Zippern öffnen. Allerdings nur bis hier. Das ist so der Unterschied zum Kart und zum Tasmanian Tiger Pack. Das heißt, ich habe hier nur einen Toploader und keinen Frontloader, auch wenn es ein kleines Stück in die Front hineingeht. Aber das finden wir tatsächlich
für den gedachten Einsatz im Gebirge gar nicht mal so schlecht, denn dann verliert man vielleicht auch nicht die Gegenstände, die man da reinpackt. Holen wir unser Füllmaterial raus und dann können wir mal ins Innere gucken. Nicht wundern, ich habe das hier schon vorbereitet, einfach damit es ein bisschen schneller geht. Das ist normalerweise zu. Geben wir euch gleich nochmal eine Aufnahme, wo ihr das Ganze auch verschlossen seht. Aber ich wollte euch ja das Tragegestell auch nicht vorenthalten. Das sieht so aus. Ist ein Polymersheet mit Löchern, um Gewicht zu sparen und die Ventilation zu gewährleisten. Und darauf sitzt ein Aluminiumrahmen, den man dann auch nochmal zurechtbiegen kann, so wie man ihn braucht. Oder man lässt ihn komplett weg und verlässt sich nur auf das Framesheet, je nachdem, wie viel Gewicht ihr tragen wollt. Und das Polster mit einer Dicke von, ich sag mal gut und gerne 8 mm, das hier den Komfort nochmal bietet, das ist hier fest vernäht, das kann ich nicht herausnehmen. Ja, packen wir das Ganze mal wieder rein. Und dann könnt ihr nämlich auch gleich mal gucken, wie das Ganze aussieht, wenn das Frame richtig verbaut ist. Gebt mir 3 Sekunden dafür. Dazu muss ich nämlich einmal das Polymer unter den Reißverschluss fummeln. Eine Seite und dann die andere Seite. So, und dann noch die Alustreben hinterher. Und dann kann ich hier das Zipperfach zumachen. Und dann seht ihr auch schon, so würde der Rucksack regulär aussehen. Innenausstattung habt ihr an den Seiten jeweils ein Velcro-Klettfeld, das über die komplette Länge geht, zumindest von hier, also fast für die komplette Länge, bis ganz hinunter, um dann eben auch zum Beispiel mit den Arc'teryx Card Inserts arbeiten zu können. Kann man dann schön an die Seite kletten. Und das Ganze auch nochmal an der Rückwand, wo man hier dann die Rückwand für Unterteilung nutzen kann, weil sonst ist das Hauptfach nämlich nicht weiter unterteilt. Außer dieser Einschub, der hier noch vor dem Plattenfach zu finden ist. Und der ist natürlich geeignet für eine Trinkblase. Ich habe hier eine Hydra Pack 3 Liter Trinkblase. Wie ihr sehen könnt, die passt hier perfekt rein. Dann habe ich hier das Zugband, das gleichzeitig dann auch zur Aufhängung dient. Das heißt, ich kann das dann hier so durchfummeln und das dann damit verhaken. Und dann würde die Trinkblase auch im oberen Bereich fixiert sein. Denn eine Aufhängung, eine dedizierte, gibt es hier tatsächlich nicht. Der Trinkschlauch selbst kann dann hier an der Seite herausgeführt werden. Da gibt es auch nur auf der linken Seite einen Durchlass. Der ist hier schön in die Naht eingearbeitet. Das heißt, er fällt jetzt tatsächlich nicht so ins Auge und kann dann hier einfach nach vorne durchgeführt werden. Ich spare mir jetzt mal das Anschließen an der Trinkblase. Aber dass ihr mal gesehen habt, so würde es aussehen, wenn ich die Trinkblase nutze. Und das war die ganze Magie des Velocity Systems Summit Pack. Der Summit Backpack 30 von Velocity Systems ist ein sehr cooler Rucksack für alle diejenigen, die sagen, ich hätte gern so einen 2- bis 3-Tages-Rucksack, der leicht und ohne viel Schnickschnack ist, und ich stehe total auf amerikanisches Gear. Der Pack ist 100% made in the US von Velocity Systems und bekommen könnt ihr ihn in Deutschland aktuell leider bei keinem Händler, aber zumindest gibt es die Option bei Varusto oder Varustelica. Da könnt ihr Sachen von Velocity Systems bekommen und stellenweise auch nochmal bei Empyrean Store, wenn mich nicht alles täuscht. Wir arbeiten daran, dass die Jungs auch mal nach Deutschland kommen. Auf der Enforce Tech könnt ihr auf jeden Fall mal mit dem Travis reden, wenn ihr die Chance habt, da hinzukommen. Aber ansonsten sehr, sehr cooler Pack, gefällt uns gut. Wie findet ihr den Summit 30 von Velocity Systems? Schreibt es uns mal in die Kommentare, würde uns sehr interessieren. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bis dann, macht's gut. Bye, bye.